Hey Leute, Outpost Cologne TV hier, heute mit der 6. Folge von Yu-Gi Aha, der Faktenserie zum Kartenspiel. Ich möchte mich bei allen bedanken, die letzten 5 Folgen alle geschaut haben und eben unterstützen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 5 Folgen, denn die wird es auf jeden Fall geben. Die Frage ist eben, wie ich weitermache, und darauf gehe ich eben am Ende des Videos nochmal ein. Jetzt geht es mal weiter mit den Fakten. Wieder mal 10 Fakten. Wir haben inzwischen jetzt schon 50 zusammen. Und wie gesagt, falls ihr Videos rewatchen wollt, schaut doch mal auf die Playlist. Da gibt es eben eine eigene auf meinem Kanal, könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten gibt es jetzt eben heute 10 neue Fakten. Viel Spaß! Der große Shogun Shien besitzt eigentlich ein Pferd. Dieses ist in der Karte legendäres Ebenholzross zu sehen und das erlaubt es einem, eigentlich jedes beliebige 6-Monster auszurüsten, was natürlich eine Schande ist, weil ja das Pferd eigentlich dem großen Shogun gehört. Jedenfalls werden beide Monster oder eben Karten in einem Bild vereint, und zwar in der Fallenkarte Tölpel über Tölpeln. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Exilsmonster Blitz Chidori, aber viele fragen sich dann wahrscheinlich, was heißt überhaupt Chidori? Es gibt eine Geschichte oder eben einen Mythos dazu, welcher sich um einen Samurai aus dem 16. Jahrhundert dreht. Der Samurai heißt Tachibana Dosetsu und besitzt eben ein Schwert mit dem Namen Chidori, beziehungsweise eben übersetzt 1000 Vögel. Als der Samurai eben mit seinem Schwert sich unter einem Baum ausruht, fängt es an zu regnen und ein Blitz schlägt in den Baum ein und trifft den Samurai. In dem Moment nimmt der Samurai sein Schwert und zerschneidet den Gott des Donners, welcher im Blitz ist, und überlebt somit. Nach diesem Vorfall benennt er sein Schwert um von Chidori in Lichtschneider, was auf Japanisch Raikiri heißt. Und dieser Name kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor von der Synchro des Schwarzflügelmonsters aus dem letzten Set. Ansonsten können euch die Begriffe auch noch vorkommen von zum Beispiel Naruto. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, woher die stammen. Die Zauber- und Fallenkarten von den TG-Monstern sind ziemlich kryptisch und man denkt sich, hä, was sind das jetzt für Kartennamen? Aber tatsächlich steckt da ein System hinter. Zum Beispiel heißt TG1 EM1, dass man ein TG-Monster von sich gegen ein Monster vom Gegner tauscht. Also EM steht für Enemy Monster oder eben Exchange Monster. Oder zum Beispiel die TGX300, welche im Prinzip einfach sagt, dass für jedes TG-Monster, was man kontrolliert, jedes Monster auf dem Feld 300 Angriff dazu bekommt. Ziemlich logisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Vielleicht sagt euch der Name Galaxieaugen Tachyon-Drache noch was. Viele fragen sich dann wahrscheinlich, was heißt Tachyon überhaupt? Die Antwort darauf ist, Tachyonen sind tatsächlich hypothetische Teilchen, das heißt, sie sind nicht wirklich bewiesen, also nicht wirklich da, aber man kann sie sich eben vorstellen, welche schneller als das Licht sind. Das heißt, diese Teilchen bewegen sich schneller als das Licht, im Gegensatz zu dem, was die Relativitätstheorie sagt. Aber um jetzt nicht zu kompliziert zu klingen, ein Beispiel: Falls so ein Tachyon an dir vorbeiziehen würde, wirst du das Bild zu spät sehen, denn in dem Moment, wo du das Bild siehst, ist das Tachyon schon weiter hinten. Solche Sachen finde ich persönlich immer interessant, wenn man das mal recherchiert. Die Karte Labyrinthmauern ist für mich eine der ersten Karten, die ich jemals gesehen habe. Und es gibt eben eine Geschichte hinter allen Labyrinthen, und zwar aus der griechischen Mythologie. Dort war nämlich das Labyrinth eine durchdachte Struktur für den König Minos aus Kreta und wurde eben designt bei dem legendären Architekten Daedalus, um den Minotaurus zu halten. Und der Minotaurus ist eben ein Monster, was man auf jeden Fall besser gefangen halten sollte. Die Karte Danipon kann man übersetzen in Dani, also Zecke, und Pon, also Karikatur. Und es gibt einen Counterpart dazu, welches Gokipon heißt. Goki heißt einfach nur Kakerlake und Pon, wie gesagt, einfach Karikatur. Das heißt, das sind einfach nur Karikaturen von diesen Insekten. Und beide sind eben schwächere Versionen für Insekten von Sangan und Hexe vom Schwarzen Wald. Yasushi, der Schädelritter, ist die einzige illegale Karte, welche im OCG existiert, und ist auch gleichzeitig die einzige Fusionskarte, welche eine Fallenkarte als Fusionsmaterial benutzt. Das Bild der Karte Victoria ist der Quadriga auf dem Brandenburger Tor nachempfunden. Und der Name dieser Karte ist wahrscheinlich nachempfunden von der Göttin Victoria, also der römischen, welche eben die Göttin des Sieges ist. Die Karten Des Koala, Des Lakuda, Des Volksgalf und welche anderen Des-Karten ihr noch kennt, sollten eigentlich gar nicht Des heißen, sondern eben Todeskoala, Todeslakuda und so weiter. Der Ursprung dieses Fehlers liegt eben im Englischen, weil sie dachten, dass Death, also das Richtige, so wie es eigentlich heißen sollte, zu heftig für ein Kartenspiel ist.
Da haben die auch gesagt, ja, im Japanischen würde es Des gesprochen, weil, ja, schwer auszusprechen im Japanischen. Dann übersetzen wir es doch einfach auch mal im Englischen so. Und jetzt haben wir eben Des Koala anstelle von Todeskoala. Müsst ihr entscheiden, was ihr besser findet. 8 Karten aus der Legendary Collection Joey's World wurden mit Joeys Brooklyn-Akzent geschrieben. Das sind diese normalen Monster. Und die haben eben jetzt einen überarbeiteten Kartentext, welcher so geschrieben ist, als würde ihn Joey aus dem englischen Anime sprechen. Jedoch wurde im Deutschen und in allen anderen Sprachen dieser Akzent eben nicht übernommen, ist auch ziemlich schwer. Und so sind die ganzen Insider-Witze eben auch verloren. Und das klingt dann eben so richtig schlecht. Als Beispiel: First he's gonna grab your monster with his claws, then attack again with his poison stinger. Okay, der Akzent ist jetzt nicht so gut, aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Und jetzt der deutsche Text. Er wird dein Monster mit seinen Scheren packen und ihm dann mit seinem Giftstachel den Garaus machen. So, das war's auch schon wieder von der Folge Yu-Gi Aha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt nochmal eine Schlussfrage an euch. Denn ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht zu lang ist mit 10 Fakten pro Video und ob ihr euch dann wirklich jeden Fakt merken könnt. Daher also die Frage, soll ich vielleicht auf 5 Fakten pro Woche runtergehen und es dadurch ein bisschen einprägsamer machen? Oder wollt ihr es eben bei den 10 Fakten lassen? Bei 80 Likes auf diesem Video werde ich es so weiter behalten wie in den anderen Videos, also bei 10 Fakten pro Woche. Wenn wir es nicht schaffen, dann gehe ich eben auf 5 Fakten pro Woche runter und ja, mal gucken, wie es dann so läuft. Also, wenn euch das Video eben gefallen hat, drückt doch mal einen Daumen nach oben. Ansonsten der Hinweis, am Samstag findet das Destiny German Series Turnier statt und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Und falls ihr es nicht schafft, dahin zu kommen, es gibt einen Livestream, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr bitte am Samstag mal einschalten. Ich mache da unter anderem mit die Coverage, deswegen, ja, wieso einfach mal nicht. Wir sehen uns also zunächst in diesem Livestream oder eben nächste Woche bei der 7. Folge von Yu-Gi Aha. Bis dann!